dachte, wir machen heute so eine Art Halbjahresinventur für meine liebsten Skincare-Produkte, die ich bisher getestet habe. Ich habe die Idee von der lieben Angelika geklaut, also zumindest bei ihr habe ich diese Art von Videos das allererste Mal gesehen und fand das so dermaßen cool, dass ich mir dachte, Mensch, das kann man ja auch easy peasy auf Skincare bzw. Hautpflege übertragen. Deshalb zeige ich euch meine aktuellen Halbjahresfavoriten und ich bin natürlich auch gespannt, was in den nächsten Monaten noch alles dazukommen wird, ob überhaupt noch etwas dazukommen wird. Und falls ihr euch für meine Jahresfavoriten aus dem letzten Jahr interessieren solltet, ich verlinke euch das entsprechende Video unten in der Infobox, dann könnt ihr dort sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Ich werde euch auch wirklich nur Produkte zeigen, die ich dieses Jahr getestet habe. Also falls euch interessiert, was ich im letzten Jahr so gemocht habe und immer noch mag, dann schaut einfach bei meinen Jahresfavoriten 2021 vorbei. Also hier hat sich auf jeden Fall einiges angesammelt. Ich muss dazu sagen, dass ich natürlich ein paar mehr Sachen getestet habe als diese hier, aber das sind meiner Meinung nach einfach die besten, die ich bisher ausprobiert habe. Und es ist auch kein Reiniger oder dergleichen dabei, weil ich einfach bei meinen Favoriten geblieben bin. Ich habe noch ausreichend Reiniger, die ich eben aufbrauchen muss, und nach wie vor ist mein Nummer 1 Favorit mein eigenes Reinigungsgelee und ich mag auch den Cleansing Foam von Purito immer noch sehr, sehr gerne. Das sind also nach wie vor meine liebsten Produkte, was Cleanser fürs Gesicht betrifft. So, und jetzt starten wir mal, weil das sind hier, ich glaube, 9 Sachen oder sowas. Und wenn ich zu lange darüber spreche, werde ich schon wieder total heiser. Deswegen legen wir jetzt los, und zwar mit einem Toner. Das hier ist der Isntree Hyaluronic Acid Toner Plus. Den habt ihr jetzt schon ab und zu auf meinem Kanal gesehen. Ich habe ihn euch auch in meiner Sommer-Skincare-Routine gezeigt. Und das ist einfach ein grandioser Toner fürs Toner-Layering. Sprich, wenn man ausschließlich Toner für die Hautpflege verwendet, was meiner Meinung nach im Sommer wahnsinnig angenehm ist. Vor allem ich mit meiner trockenen Haut. Ich feiere ja pflegende Produkte, aber im Sommer ist mir das einfach too much und ich habe festgestellt, wie gut meiner Haut dieses Toner-Layering tut. Ich nutze natürlich nicht nur Toner, sondern verwende dann darüber meine Sonnencreme und abends gerne mal eine Creme, die ich euch auch gleich zeigen werde. Und das ist so ein richtig, richtig toller Toner, um ihn als letzten Schritt im Toner-Layering zu benutzen, weil er eine etwas dickere Konsistenz hat. Und was ich auch richtig cool finde, hier sind wirklich die unterschiedlichsten Formen an Hyaluron enthalten. Also ihr habt jetzt nicht nur dieses typische Natriumhyaluronat, also ihr habt wirklich, wirklich verschiedene Formen des Hyalurons. Der ist super, super angenehm. Er kann ein bisschen klebrig werden, wenn man etwas zu viel auf die Haut aufträgt, aber ansonsten ist das einfach ein Top-Toner, der sich unter anderen Produkten komplett unproblematisch verhält, den ich wunderbar vertrage und wie man sehen kann, den ich auch sehr, sehr gerne verwende. Wir haben hier auch auf jeden Fall einige Sonnencremes. Das sind super, super viele Sonnencremes dieses Jahr rausgekommen, die ich ausprobiert habe. Das Isntree Hyaluronic Acid Watery Sungel habe ich nicht mit reingenommen, weil das in meinen letzten Jahresfavorit mit drin war und ich nach wie vor das Sungel sehr, sehr gerne benutze. Aber ein paar andere Sonnencremes sind hier mit am Start, die ich wirklich toll finde und die ich euch unbedingt zeigen möchte. Einmal die Be-Plain Clean Ocean Moisture Sunscreen. Die hat meine liebe Freundin Isa für mich ausgesucht und ich muss sagen, ich bin so begeistert von dieser Sonnencreme. Die ist super angenehm. Sie hat so ein bisschen einen pflegenderen Touch auf der Haut, aber lässt sich ohne Probleme auftragen, rollt sich nicht ab, tolle Formulierung, tolle Filterkombi, komplett unparfümiert. Ich vertrage sie wunderbar und sie verhält sich auch richtig, richtig gut unter Make-up. Ähnlich sieht es übrigens auch mit der Beauty of Joseon Sonnencreme aus. Ich habe auch ein Vergleichsvideo zwischen der Beauty of Joseon Sonnencreme und dem Isntree Hyaluronic Acid Watery Sungel gemacht. Falls euch das interessiert, verlinke ich euch oben in dem i und unten in der Infobox. Und diese Sonnencreme ist der von Be-Plain wahnsinnig ähnlich. Also ich würde fast sagen, die sind ja von der Formulierung, von dem Verhalten auf der Haut, von der Performance nahezu identisch. Also falls ihr die Beauty of Joseon sehr, sehr gerne mögt und die aktuell nicht verfügbar sein sollte, dann schaut euch unbedingt die von Be-Plain an oder andersherum. Also das sind
Beides Sonnencremes, die sich sehr, sehr ähneln und die auch von der Formulierung recht ähnlich sind und auch von der Performance. Aber nichtsdestotrotz ist die Beauty of Joseon Sonnencreme immer noch eine großartige Sonnencreme, die definitiv zu meinen Favoriten zählt. Eine Sonnencreme, die in diesem Video keinesfalls fehlen darf, ist die Purito Daily Go-To Sunscreen, die ich vor allem im Herbst und Winter verwendet habe. Ich muss dazu erwähnen, dass ich Produkte, die ich im Herbst bzw. im Winter benutze, oft vergesse, in meine Jahresfavoriten mit einzufügen. Vielleicht verdränge ich diese Jahreszeiten, weil meine persönliche Lieblingsjahreszeit ist nun mal der Herbst und eben auch Sommer, wobei mir die Temperaturen jetzt nicht so viel Spaß machen, aber das sind einfach die Jahreszeiten, die meine Haut wahnsinnig gerne mag, weil da die Luftfeuchtigkeit höher ist. Also da muss ich jetzt nicht so krass pflegen und hinterher sein, damit es meiner Haut gut geht. Dennoch habe ich an diese Sonnencreme gedacht, weil ich sie im Herbst, Winter ununterbrochen verwendet habe. Also es ist wirklich eine großartige Sonnencreme, wenn es ein bisschen kälter wird, wenn man eine eher trockene Haut hat. Aber aktuell ist sie mir einfach too much. Sie ist so ein Zwischending zwischen dem, sie kommt nach den Sonnencremes von Beauty of Joseon und B-Plane, also die beiden hier sind zwischen der Purito Daily Go-To Sunscreen und dem Isntree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel. Also wenn ihr so ein Zwischending sucht, dann sind diese beiden Sonnencremes sehr, sehr gut für euch geeignet. Und die ist halt einfach so ein Ticken reichhaltiger, macht auch eher so ein leicht schwartiges Finish, was ich im Winter sehr, sehr gerne mag und auch richtig, richtig toll finde. Aber für den Sommer wirklich too much und von der Formulierung top, tolle UV-Filter, mild formuliert, ich vertrage sie wunderbar und das ist meiner Meinung nach einfach eine richtig, richtig tolle Herbst-Winter-Sonnencreme. Jetzt habe ich hier immer noch 3 Sonnenschutzprodukte, aber was soll's? Ich meine, es ist Sommer und gerade sowieso so ein bisschen Sonnencremezeit. Und eine Sonnencreme aus der Drogerie, die ich euch unbedingt zeigen möchte, ist dieses Sun-Ozon Sportbalsam. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum ich euch nicht das Sun-Ozon Med Sonnenfluid zeige. Das habe ich euch immer wieder gezeigt, auch in anderen Favoritenvideos. Aber ich musste feststellen, dass das Sun-Ozon Med Sonnenfluid einfach immer wieder ausverkauft und nicht verfügbar ist. Also kaum kommt es in die Regale, ist es gefühlt schon wieder weg. Deswegen habe ich es aufgegeben, das immer wieder nachkaufen zu wollen und bin umgestiegen auf diesen Sonnenbalsam und den habe ich sogar mit in den Urlaub genommen. Also da kenne ich nichts. Wenn ich Produkte habe, die ich richtig, richtig geil finde und wo ich mir denke, darauf möchte ich nicht mal im Urlaub verzichten, dann packe ich die ein, egal wie riesig die Verpackung ist. Wobei hier ist natürlich das Ganze sehr kompakt, super leicht. Und die Sonnencreme an sich ist richtig, richtig angenehm. Also die lässt sich ohne Probleme in der benötigten Menge auftragen. Sie ist nicht zu schwer auf der Haut. Klar ist das jetzt vom Hautgefühl und von der Textur nicht die eleganteste Sonnencreme ever. Aber die Formulierung ist toll. Sie enthält moderne, verträgliche UV-Filter. Macht keine komischen Probleme, ich vertrage sie wunderbar, ich kriege jetzt auch keine Pickel oder sowas davon, auch wenn ich sie in einer Menge von mehr als 1 Gramm auftrage und darunter schwitze. Ich finde halt auch, dass das so eine Sonnencreme ist, bei der man nicht zu extrem merkt, wenn man darunter schwitzt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man die korrekte Menge einer Sonnencreme aufgetragen hat und dann halt Sport macht oder irgendwelche Outdoor-Aktivitäten betreibt und dann anfängt zu schwitzen, dass man dann einfach so spürt, als würde da wie so ein Frischhaltefolienfilm auf der Haut aufliegen. Das ist bei dieser überhaupt nicht der Fall und man kann sie wunderbar nochmal auftragen und nochmal auftragen. Also das habe ich auch im Urlaub durchweg ausprobiert in allen möglichen Situationen und dieses Sonnenbalsam hat nie Probleme gemacht. Also ich habe das schon davor sehr, sehr gerne benutzt, wenn ich zum Beispiel draußen Sport gemacht habe oder wenn ich wandern war und im Urlaub hat einfach das Sonnenbalsam nochmal bewiesen, wie großartig das ist. Also wenn ihr eine günstige Sonnencreme fürs Gesicht sucht, vor allem für so Outdoor-Aktivitäten, wo man auch vielleicht mal ein bisschen mehr Produkt braucht, weil man immer wieder reapplizieren muss, dann schaut euch dieses Sonnenbalsam unbedingt mal an. Das ist zumindest eine dieser Sonnencremes aus der Drogerie, die nicht ständig vergriffen ist. Vielleicht, weil
kaum Leute diese Sonnencreme kennen. Aber von mir gibt es definitiv eine Empfehlung dafür. Eine Sonnencreme, von der ich niemals gedacht hätte, dass ich sie mögen würde, ist dieses Eucerin Sun Gel, und zwar Oil Control Dry Touch. Das ist übrigens die neue Version. Es gab mal eine alte Formulierung und das Ganze wurde dann umgemodelt, und ich muss sagen, dass ich die neue Zusammensetzung ein kleines bisschen besser finde. Die UV-Filterkombi ist auch toll, sehr modern gewählt, aber hier ist eben auch ein gewisser Alkoholanteil drin. Da müsst ihr dann selber schauen, ob das für euch klar geht oder nicht. Ich persönlich reagiere darauf ja relativ empfindlich, vor allem wenn ich das Ganze im Augenbereich benutze und mit der Alkohol dann in die Augen steigt, die Augen gereizt werden und anfangen zu tränen, habe ich bei dieser Eucerin Gelcreme überhaupt nicht, und das ist definitiv ein Vorteil für mich. Trotz des Alkoholanteils mag ich diese Sonnencreme sehr, sehr gerne. Das ist eine der, sagen wir mal, europäischen, westlichen Sonnencremes, die ich wirklich, wirklich toll finde und die meiner Meinung nach auch tatsächlich Dry Touch ist. Also könnt ihr euch nicht vorstellen, wie viele angeblich matte Sonnencremes ich schon ausprobiert habe oder Sonnencremes, die einen Dry Touch Finish haben sollen, bei denen das überhaupt nicht der Fall war, die eher schwartig auf der Haut waren, die sehr spürbar auf der Haut waren und die mit einem matten Finish überhaupt nichts gemeinsam hatten. Das ist wirklich das allererste Mal, dass ich das so bestätigen kann. Also die trocknet auf der Haut matt an, nicht schwartig. Also falls ihr eine ölige Haut habt und mit dem Ethanolanteil zurechtkommen solltet, dann schaut euch diese Gelcreme unbedingt mal an. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich die eher als Outdoor-Sonnencreme verwende, weil die jetzt auch nicht so die eleganteste Textur hat. Also man kann sie schon gut auftragen. Sie ist deutlich angenehmer im Vergleich zu dem Sonnenbalsam, vor allem wenn man eine eher ölige Haut hat oder so. Mein Freund mag diese Sonnencreme wahnsinnig gerne, er liebt sie sehr und benutzt sie auch regelmäßig, vor allem wenn wir eben wandern sind oder Fahrradfahren oder sowas. Ansonsten greift er eigentlich immer nur zu den asiatischen Sonnencremes, weil er da ein bisschen picky ist, was Texturen und Hautgefühl angeht, und weil bei ihm ja auch so Bart da ist, und da mag er es natürlich auch nicht, wenn sich die Sonnencreme drinne verfängt, abrollt und so komische Krümel macht, und das macht die hier definitiv nicht. Also falls ihr auch einen Freund oder irgendwas in diese Richtung haben solltet oder selber eine Sonnencreme sucht, die barttauglich ist, dann schaut euch diese Gelcreme unbedingt mal an. Ich finde die wirklich großartig, vor allem für eine westliche Sonnencreme, und kann die vor allem auch für Outdoor-Aktivitäten sehr empfehlen. Kommen wir jetzt zu meiner letzten Lieblingssonnencreme, und dann verspreche ich euch, war's das mit meinen Sonnencremes. Dann kommen wir zu den anderen Sachen. Und zwar habe ich hier die Evi Sunscreen Mousse. Die Mousse-Produkte von Evi werden sowieso so ein bisschen gehypt, und ich habe die Sachen im Urlaub entdeckt und musste das Ganze unbedingt mal ausprobieren. Ich habe auch noch andere Sonnencremeschäume hier am Start und werde definitiv einen Vergleich dieser Sonnencremeschäume machen, weil ich das Ganze einfach super spannend finde und euch zeigen möchte, worin die Unterschiede liegen. Aber das hier ist mein Favorit unter den Sonnencremeschäumen, weil der Schaum, der da rauskommt, sehr beständig ist. Das heißt, man hat auch genug Zeit, ihn zu verteilen und einzuarbeiten. Und ich finde es auch an sich, Sonnencreme oder ein Sonnenschutzmittel als Schaum anzubieten, irgendwie eine richtig, richtig coole Idee, weil man dadurch natürlich beim Einreiben weniger mechanischen Reiz ausübt, als wenn man eine Lotion hat, die vielleicht sogar so ein bisschen schmierig ist, wo man wirklich Zeit und Kraft braucht, um das Ganze in die Haut einzuarbeiten. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Das ist easy in der Handhabung, lässt sich gut verteilen, ist sehr, sehr angenehm. Trocknet zwar ein bisschen klebrig an, aber jetzt nicht so klebrig im Vergleich zu anderen Produkten. Wie gesagt, ich mache da noch einen Vergleich mit den anderen Sonnencremeschäumen, die ich bisher so getestet habe. Aber an sich ist das wirklich ein tolles Produkt, vor allem für den Körper, weil man das recht schnell verteilen kann, weil der Schaum dann einfach sich richtig, richtig gut auf der Haut ausbreiten lässt und einarbeiten lässt. Ich habe es auch im Gesicht verwendet, habe ich ganz gut vertragen, aber für mich persönlich
ist das Produkt einfach nicht präzise genug. Das heißt, ich kann so ganz kleine Stellen damit eben nicht so gut eincremen und da nutze ich dann eher so Lotionen, Gelcremes oder meine Standard-Sonnencremes fürs Gesicht. Aber ansonsten, falls ihr Probleme habt mit Lotionen, Cremes und so weiter und so fort, dann schaut euch diesen Sonnencremeschaum mal an. Der ist zumindest von der Haptik, von der Textur mal ein bisschen was anderes. Es gibt ja Leute, die kommen mit Lotionen und anderen Produkten auf der Haut nicht so gut zurecht, weil sie das unangenehm finden, weil sie das zu schwer finden oder weil der mechanische Reiz einfach too much ist für die Haut. Vielleicht ist ja so eine Sonnencreme-Mousse was für euch. Apropos Schaum, an dieser Stelle darf die Alprimed Schaumcreme definitiv nicht fehlen. Ich hatte ja mal eine Kooperation mit Alprimed gemacht und bin seitdem ein großer Fan. Ich hätte sonst nie von diesem großartigen Produkt erfahren und auch das ist ein Produkt, das ich mit in den Urlaub genommen habe. Ich hatte da auch so eine ganz kleine Probiergröße von dieser Schaumcreme und habe die mit in den Urlaub genommen, weil ich dieses Produkt so grandios finde. Also kurz gesagt ist das einfach eine Lotion, die als Schaumcreme rauskommt. Ich habe, wie gesagt, auch ein Video zu den Produkten von Alprimed gemacht. Verlinke ich euch unten in der Infobox und oben in dem i. Dann könnt ihr euch das Ganze auch nochmal im Detail anschauen, wie das aussieht, wenn man das aufträgt, was hier alles drin ist und warum ich dieses Produkt eben so großartig finde. Es ist super angenehm im Auftrag, es ist nicht zu schwer, es ist nicht zu klebrig. Es ist ein Zwischending zwischen einer Gelcreme oder so einem geligen Produkt und einer schweren Lotion. Also eigentlich perfekt für meine Haut, weil ich es eben auch nicht mag, wenn ich gar keine Pflege auf meiner Haut habe, vor allem jetzt im Sommer, also da reicht mir so ein geliges Produkt nicht aus, aber ich mag es eben auch nicht, wenn ich ausschließlich so ein krass rückfettendes Produkt auf meiner Haut spüre. Deswegen ist das einfach so ein perfektes Zwischending, das ich großartig finde, das sich easy verteilen lässt und das auch wahnsinnig angenehm ist. Die Revolution Ceramides Moisture Cream hat mich auch sehr überrascht dieses Jahr. Die habe ich mir gekauft, weil ich sie sehr, sehr gerne mit der CeraVe Moisture Cream vergleichen möchte. Werde ich auch definitiv machen, weil ja viele behaupten, das hier wäre ein Dupe dazu. Und ich sage euch eins, es ist kein Dupe, es ist eine, meiner Meinung nach, bessere Alternative. Also natürlich für alle, die irgendwas anderes suchen im Vergleich zu der CeraVe Moisture Cream. Weil wenn ihr die wahnsinnig gerne mögt und auch das Finish und die Textur von der CeraVe Moisture Cream mögt, dann wird euch das hier nicht so gut gefallen, weil die schon ein bisschen anders ist vom Hautgefühl her und von der Performance. Aber mir persönlich gefällt die deutlich besser. Die ist super angenehm in der Verteilung, sie lässt sich easy einarbeiten, sie klebt nicht, man kann sie auch im Gesicht ohne Probleme benutzen, also ich benutze die wirklich überall im Gesicht, am Körper, an den Beinen, an den Armen. Klar geht nichts über meine wunderschöne Schaumcreme, aber die habe ich natürlich auch am Körper ausprobiert, um euch Feedback geben zu können und da funktioniert die auch richtig gut, genauso wie im Gesicht. Das Coole ist eben, dass hier verschiedene Formen der Ceramide enthalten sind, die barrierestärkend wirken können. Ich brauche euch das eigentlich jetzt gar nicht so im Detail zu erklären, weil ich einen Insi-Check zu der kompletten Ceramides-Reihe von Revolution Skincare gemacht habe. Ich verlinke euch den entsprechenden Post wie immer unten in der Infobox, dann könnt ihr dort sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Aber das ist einfach so ein Produkt, was mich sehr überrascht hat, vor allem zu dem Preis. Das hat einfach ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Klar ist das jetzt nicht so wie die Dermite Relief Barrier Creme von Purito. Die steht definitiv noch so weit drüber, was einfach auch die Konsistenz, die Performance und die Textur und auch das Hautgefühl angeht. Aber für den Preis ist das echt ein solides Produkt und wenn ihr schon immer mal Ceramide ausprobieren wolltet oder ein Produkt, was hauptsächlich barrierestärkende Inhaltsstoffe enthält, aber nicht so viel Geld dafür ausgeben möchtet, um erstmal zu schauen, wie ihr damit zurechtkommt, ob euch das zusagt oder eher nicht, dann schaut euch diese Moisture Cream von Revolution unbedingt mal an. Purito hat dieses Jahr auch mal wieder was Grandioses rausgehauen und zwar ist das der Dermite Relief Barrier Moisturizer. Falls euch die Inhaltsstoffe im Detail interessieren sollten, falls ihr Texturswatches sehen möchtet und falls ihr auch meine Meinung zu dem neuen Balm wissen wollt, ich habe ein Video dazu gemacht, packe ich euch einfach alles in die Infobox, dann könnt ihr euch das Ganze sehr, sehr gerne nochmal einverleiben. Aber diese Creme, die hat einfach
sofort mein Herz erobert. Ich meine, ich habe sie mir schon in der Theorie angeschaut gehabt und konnte es kaum abwarten, bis sie in Deutschland erhältlich ist. Ich weiß auch gar nicht, ob sie in Deutschland erhältlich sein wird, wenn ich dieses Video online stelle. Ich packe einfach alles in die Infobox an Informationen. Falls sie erhältlich sein sollte, packe ich euch einen Link einfach unten mit rein. Dann könnt ihr sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Aber diese Creme ist einfach nur ein Traum. Sie hat mich nicht nur in der Theorie gecatcht, sondern auch in der Praxis. Und die steht definitiv auch über der Moisture Cream von Vivolution, weil die einfach so ein ein komplett anderes Niveau hat. Die ist so wahnsinnig angenehm auf der Haut und richtig, richtig schön leicht, aber gleichzeitig dezent pflegend. Und hier sind Ceramide enthalten in verschiedensten Formen und das in einer Konzentration von 0,5%, was nicht gerade wenig ist und was auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis gar nicht mal so schlecht ist, denn ihr bekommt hier 100 Milliliter für ca. 20 Euro. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie die Preise dann in Deutschland gestaltet sein werden. Ich habe das umgerechnet von Dollar in Euro und das sind ca. 20 Euro für 100 Milliliter. Und für das, was hier drin ist das ein wahnsinnig fairer Preis. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass die Marke, also Purito, sich bei diesem Produkt Gedanken gemacht hat. Das ist kein Produkt, was wie Fast Skincare anmutet. Also es ist von der Performance einfach nur Oberklasse. Es ist wahnsinnig angenehm und ich habe ja auch, wie gesagt, unterschiedlichste Produkte mit Ceramiden ausprobiert. Und das ist einfach so, das sollte einfach eine Krone bekommen und irgendwo auf einem Thron sitzen. Das ist so ein großartiges Produkt, das ich euch sehr ans Herz legen kann. Und was ich bisher richtig, richtig gut vertrage. Und ich habe auch letztens was ausprobiert, weil es mich einfach nur wieder total happy gemacht hat. Und zwar habe ich wie immer mein Toner Layering gemacht und meine Haut war so richtig krass juicy, also richtig nass. Ich mag das gerade einfach wahnsinnig gerne. Und das ist einfach so ein Zustand, wo ich zumindest manchmal noch ein kleines bisschen warte, bevor ich zum Beispiel meine Sonnencreme oder in diesem Fall eine Creme auftrage. Habe ich nicht gemacht und habe direkt darüber, also direkt auf die nasse, juicy Haut, habe ich diesen Moisturizer aufgetragen. Ich sag euch, das war eine Erfahrung. So wahnsinnig angenehm. Dadurch, dass ja der Wasseranteil höher ist als beim Balm, ist dieser Moisturizer einfach direkt auf der feuchten Haut geschmolzen. Oh mein Gott, ich kriege gleich Gänsehaut, wenn ich euch das erzähle. Das war so ein wunderschönes Hautgefühl. Und nachdem das angetrocknet ist, war das sowas von sau angenehm, nicht zu schwer und dennoch so ein Ticken Pflege mit drin. Also das ist einfach auch so ein perfekter Moisturizer für den Sommer, über Nacht. Vielleicht jetzt nichts für super ölige Haut, aber dieses Ding ist einfach nur der Oberhammer. Jetzt bin ich ein kleines bisschen heißer wegen den Lobpreisungen zu der Purito Creme. Jetzt muss ich mich auch ein kleines bisschen zurücknehmen, weil ich euch noch ein Produkt zeigen möchte. Und zwar ist es auch das letzte Produkt, das außerdem aus der Drogerie kommt. Und zwar handelt es sich um das Hey Organic Naked Glow Boosting Face Serum mit 0,5% Bakuchiol, 1% Vitamin C. Es ist hier kein reines Vitamin C enthalten. Aber dieses Produkt ist für das, was es ist, wirklich ein tolles Produkt. Erstens bekommt ihr das in der Drogerie, zweitens ist es bezahlbar, drittens kommt es ohne jegliche Parfümierung aus, was für Naturkosmetik einfach wahnsinnig selten ist, vor allem in der Drogerie. Es hat zwar so einen leichten Eigengeruch, der etwas würzig anmutet, weil hier eben auch Hanfsamenöl enthalten ist und das hat einfach so einen sehr, sehr speziellen Duft, der mich persönlich überhaupt nicht stört. Und das hier ist auch weniger ein Serum, sondern eher eine Essence. Ich persönlich hätte es Naked Glow Boosting Face Essence genannt, weil es für ein Serum noch einen Ticken zu wenig Grip hat. Also es hat schon einen leichten Grip, es ist jetzt kein Gesichtswasser oder sowas, aber für mich persönlich eher eine Essence. Ich weiß nicht, ob ihr diese Creamy Mists aus dem koreanischen Bereich kennt. So ähnlich fühlt sich das an. Nur noch mit einem Ticken mehr Grip, mit etwas mehr Konsistenz. Super angenehmes Produkt, vor allem für das, was es ist. Und ich will auch an dieser Stelle nochmal sagen, ich habe mit Hey Organic eine Kooperation zu dieser Skincare-Reihe gemacht. Ich habe wirklich einen riesen Blogpost verfasst zu jedem einzelnen Produkt. Falls ihr euch das durchlesen möchtet, unten in der Infobox könnt ihr das Ganze finden. Und ich habe wirklich sehr positive Erfahrungen gemacht mit Hey Organic als Kooperationspartner, weil ich wirklich auch
eher schlechte Erfahrungen mit solchen Sachen erlebt habe. Ich habe natürlich auch positive Erfahrungen gemacht, aber die schlechten überwiegen, weil da meistens auch dann die Bedingungen nicht gepasst haben, weil von mir verlangt wurde, dass ich irgendwelche Briefings total starr wiedergebe, dass ich 1:1 Marketingversprechen wiedergebe, dass ich die Produkte nicht mal ordentlich testen kann und so. Und ja, über Bezahlung brauchen wir gar nicht erst reden. Manche Marken wollen einfach nichts zahlen. Es sind oft riesengroße Marken, die dann plötzlich kein Budget haben oder sowas, was auch immer, und wollen dann riesengroße Sachen von einem. Riesengroße Blogposts, ellenlange Videos, was auch immer. Und das ist einfach nicht mein Ding, weil ich will mich fair bezahlen lassen, ich will mich fair vergüten lassen für so eine Arbeit, weil ich da echt wahnsinnig viel reinstecke, ich recherchiere sehr viel, ich teste die Produkte mindestens 2 Wochen, bevor ich mir überhaupt eine Meinung bilden kann, und das gehört einfach alles dazu, auch die Recherche zu den Inhaltsstoffen, zu der Zusammensetzung, dass ich Rückfragen mit der Marke habe, auf die ich dann eben warten muss, die Fotos, das Schneiden, Videodrehen und so weiter und so fort. Das ist sehr viel Arbeit, die auch meiner Meinung nach fair bezahlt gehört und nicht hier mit, ja, wir bezahlen dich mit den Produkten, die wir dir zuschicken. Ja, mit den Produkten kann ich mir auch was zu essen kaufen. Ich kann mir bestimmt auch meinen Vermieter fragen, ob er die Produkte als Bezahlung annimmt. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Deshalb kommt die Kooperation mit Hey Organic definitiv auf die Seite der positiven Erfahrungen, und ich bin sehr, sehr happy, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, denn ich hatte wirklich freie Hand für den Blogpost, ich hatte freie Hand für meine Formulierungen, für die Recherche, und mir wurde sogar Feedback gegeben, dass selbst Hey Organic was dabei gelernt haben, also zu ihren eigenen Produkten. Und ich meine, das ist eine Win-Win-Situation, die für jede Partei irgendwie sehr schön ist und sehr positiv ist, und deshalb wollte ich das ja auch nochmal erwähnen, weil ich finde, dass das viel zu selten gemacht wird. Klar wird oft auch über die negativen Erfahrungen mit Kooperationspartnern gesprochen, aber es gibt durchaus auch positive, und ich bin sehr, sehr froh, dass es Marken gibt, die auf mich zukommen und sagen, Jo Shenya, wir finden das gut, wie du das machst, wir wollen nicht, dass du hier 1:1 irgendwelche Werbeversprechen runterleierst. Mach dein Ding, schick uns das zu für eine Korrekturschleife und gut ist. Teste die Produkte, bilde dir eine Meinung und was auch immer. Genauso gefällt mir das, genauso liebe ich das, und das ist wirklich eins der Produkte aus dieser Reihe, die ich großartig finde und die ich euch sehr ans Herz legen kann, vor allem wenn ihr in der Drogerie Naturkosmetik zertifizierte Skincare sucht, die eben auch mild formuliert ist und ohne deklarationspflichtige Duftstoffe auskommt. Das war's schon mit meinem halbjährigen Best-of-Skincare-Video, und bevor ich dieses Video beende, will ich mich noch mal ganz kurz bei meinen Kanalmitgliedern bedanken. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gemacht habe, aber an dieser Stelle ist es auf jeden Fall notwendig, denn ich bin sehr, sehr dankbar für eure finanzielle Unterstützung, dass ihr solchen Content möglich macht, dass ihr es möglich macht, dass ich Produkte testen kann. Ich meine, ich kriege ganz oft Anfragen, ob ich nicht dieses und jenes Produkt mal testen kann, und muss dann natürlich schauen, ob das finanziell überhaupt drin ist, das Produkt zu kaufen, sich die Zeit zu nehmen, dazu zu recherchieren, das zu testen und so weiter und so fort. Und da helft ihr mir wahnsinnig doll mit eurer finanziellen Unterstützung, mit Hilfe so einer Kanalmitgliedschaft. Also herzlichen Dank an dieser Stelle, dass ihr mich dabei supportet, auch die Qualität des Contents auf einem gewissen Niveau zu halten, weil ich auch ehrlich gesagt mit den YouTube AdSense-Einnahmen nicht sonderlich viel verdiene. Deshalb bin ich wirklich sehr, sehr dankbar für jede Form der Unterstützung, egal ob eine Kanalmitgliedschaft oder ob ihr ein Produkt von mir kauft oder sowas, oder ob ihr meine Affiliate-Links benutzt, was auch immer, oder ob ihr einfach nur die Werbung auf YouTube schaut. Da bin ich sehr, sehr dankbar für, und falls ihr auch Interesse dran haben solltet, eine Kanalmitgliedschaft abzuschließen, das geht easy peasy hier auf dem YouTube-Kanal. Ich glaube, das steht auch hier irgendwo unten neben dem Video, Mitglied werden oder sowas. Das geht bereits ab 99 Cent. Ist natürlich keine feste Bedingung, um meine Videos zu schauen, aber dennoch würde ich mich einfach riesig darüber freuen, und ansonsten hoffe ich natürlich sehr, dass euch das Video gefallen hat. Ihr könnt mir auch jederzeit in die Kommentare schreiben, welche eure Favoriten aktuell sind oder bisher, die es dann wahrscheinlich in eure Jahresfavoriten schaffen werden aus dem Skincare-Bereich, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.